So. Also ich bin Matze, bin 27 Jahre alt und komme aus dem Cool Place to Be in Deutschland. Ja, und ich bin dabei, oder stehe kurz davor, also 4 Wochen, auf Weltreise zu gehen, auf den Traum, den ich seit mehr als 10 Jahren hege. Und wollte euch bei diesem Glück, oder Pech, wie man es nachher nimmt, mit begleiten lassen. Ich habe jetzt keinen Löffel, ich habe jetzt den Hering sauber gemacht und das damit. Dass ich in so wenigen Tagen so heftig an meine Grenzen stoße, hätte ich nicht gedacht. Also die Weltreise besteht momentan so, das ist jetzt erstmal der aktive Plan, der auch wirklich steht, dass ich in 4 Wochen mich nach Polen rüberfahren lasse, mich hinter Warschau irgendwann da rauswerfen lasse und straight Richtung Kroatien, autark in der Natur bewege mit dem Fahrrad, einem DDR-Fahrrad, und will dann hoffentlich zu meinem Geburtstag in Kroatien ankommen, wo, wenn Corona es zulässt, ich auch mehrere Freunde hoffentlich in einem Haus treffe und wir eine kleine Party veranstalten können. Ansonsten muss ich mich selbst bespaßen und will dann weiter nach Montenegro, Albanien und dann wieder hoch nach Wien. Und von Wien aus gibt es eine Direktverbindung zu mir nach Hause. Und wenn das gelaufen ist, will ich nach Australien 1 Jahr und muss dann wieder zurück nach Hause, um meinen 30. zu feiern. Und danach verbringe ich noch den Sommer in meiner Stadt mit meinen tollen Freunden, vielen Festivals hoffentlich endlich wieder. Und dann geht's gen Asien. Und bis dahin steht erstmal der Plan. Ich will auch noch gerne weiterreisen, aber ich sage erstmal grob Plan, bevor man zu detailliert reingeht. Und das ist der erste Start, bei dem ich euch dabei haben möchte. Wenn es gut läuft, zwischen 5 bis 8 Jahre bin ich unterwegs und habe dann so gut wie fast alle Kontinente besucht, bis auf einen, und die ganze Welt bereist und knapp 120 bis 150 Länder bereist. Du meinst den Kontinent, wo es ganz kalt ist, oder? Nee, den tatsächlich, ja genau den. Und Afrika wird auch noch nicht groß auf der Reise stehen, weil das einfach vom logistischen und Planungsniveau her noch nicht da mit einbegriffen ist, aber so gut wie alle anderen Kontinente habe ich dann bereist, und von Südamerika bis Nordamerika würde ich tatsächlich jedes Land bereisen wollen. Einmal kommt straight von Feuerland bis oben nach Alaska durch, und das wäre sozusagen das Ende der Reise, aber bis wir dahin kommen, steht noch eine Menge anderer Spaß auf der Liste. Die Leute fragen sich mit Sicherheit, wie kommt der Matthias auf so eine verrückte Idee, diese Reise gestalten zu wollen? Diese Reise tatsächlich fing für mich schon in jungen Jahren an. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das ging damals los mit dem Tod meines Opas, wo ich mich, wie viele Kinder wahrscheinlich, früh mit dem Tod beschäftigen musste, mich viel mit dem Tod auseinandersetzen musste, und für mich tatsächlich ich mir als Kind gesagt habe, wenn ich den Tod offen und barmherzig in die Augen blicken kann, dann muss ich alles in meinem Leben gesehen und erlebt haben. Und dabei kommt man einfach nicht um eine Weltreise drum herum. Und dieser Traum hat sich halt seitdem her manifestiert in mir mit meinem 17. Lebensjahr. Und jetzt sind 10 Jahre seitdem vergangen. Ich habe immer weiter an diesem Traum festgehalten, mich immer weiter darauf vorbereitet. Und
ja, in 4 Wochen geht's los und ich bin schon ganz aufgeregt. Und fühlst du dich vorbereitet? Ja, umso mehr ich ins Detail komme, umso mehr realisiere ich, wie waghalsig dieses Abenteuer jedoch sein wird. Aber es genau das ist, was ich möchte. Und ja, das Neueste war das Fahrrad, womit ich mich beschäftigen musste, dass das wahrscheinlich unter der Last und dem Weg, den ich zurücklegen will, damit auseinanderfliegen wird. Aber dazu später mehr, wenn... Spoiler meinerseits, Matthias macht regelmäßig Liegestütze, damit da kein Gramm zu viel mit auf dem Fahrrad fahren muss. Aber mal schauen, was das wird. Ob ich es schaffe oder nicht, wird sich zeigen. Aber motiviert bin mit vollem Elan dabei und ich sage, wenn man mit Herz, Körper und Seele da zusammen an einem Strang zieht, dann kann das nur gut werden. Aber du hast viele tolle Freunde. Ja, und ohne Scheiß, ohne die würde das niemals klappen. Dieses ganze Projekt, was ich plane, würde ohne meine Familie und meine Freunde, die meine Familie auch sind, niemals stattfinden können, denn ich bin auf jeden Einzelnen angewiesen. Jeder Einzelne unterstützt mich sehr in seinem Machen und Tun. Danke, 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 dass es euch alle gibt da draußen, die mich so doll unterstützen und für mich da sind und seid. Ja, und ganz viele davon werdet ihr auf dieser Reise auch kennenlernen. Einer sitzt hinter der Kamera. Die Beste sitzt hinter der Kamera. Und viele wollen mich auch preisen auf dem Abenteuer. Und darum werdet ihr ganz, ganz viele tolle diese Menschen von denen kennenlernen, sehen und erleben. Und natürlich den Content euch zukommen lassen, den sie für richtig halten. Ich habe kein Mitspracherecht. Ich lasse alles, was auf der Reise passiert, meine Freunde wissen und die werden euch sozusagen, oder die haben die Entscheidungsfreiheit, euch daran teilhaben zu haben, was ich erlebt habe. Und wenn die Reise irgendwann beendet sein sollte, wird der Teil, den sie nicht euch gezeigt werden haben, eventuell irgendwann mal ein Buch passiert oder rauskommen. Und naja, seid gespannt, was passiert ist oder passieren wird. Wie finden wir dich in den sozialen Netzwerken? M steht für Macht. Nein, Spaß. Kaisers Reisen. Mein Nachname ist tatsächlich Kaiser und ja, das kaiserliche Reisen werde ich hoffentlich neu erfinden. Das Kaisers neue Reisen. So ist es. Wie die Kleider früher, so das Reisen heute. Digga, wenn der Wolf kommt oder so, Ey, das stelle ich mit dem Messer ab, Alter. Ist so. Digga, gar nicht wirst du, Alter. Ich brauch kein Beil. Du brauchst ein Beil, Alter. Wozu denn, Alter? Ey, Digga, ich geh doch nicht als Holzfäller durch den Wald, ich Alter. pack ihn erstmal ein. Hast Bock? Nee. Nicht so wirklich. Alter. Oh, jetzt werde ich ein bisschen aufgeregt wegen der Reise, Alter. Will ich das jetzt so machen? Scheiße. Gibt's hier ein System oder? Ja, irgendwie schon. Also ich will jetzt mal meine Taschen jetzt zusammenpacken. Das, was ja nicht ganz so wichtig für mich ist, was halt nur Lebensmittel betrifft, Wasser, Nahrung. Was ich mir irgendwie vielleicht auch noch mal so holen könnte, zur Not. Aber ja, in meinen Rucksack kommen die wichtigen Dinge, Kamera, alles, was ich zum Schlafen brauche. So, Kosmetik. Und Kaffee? Ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß echt noch nicht. Ich habe jetzt das mal alles zusammengeholt. Ja, Milch ist wichtig. Weil ich eine Müsli-Milch. Und ich brauche nachher noch Honig. Wir haben noch es fehlen halt noch ein paar Sachen. So, heute ist Sonntag, am Dienstag geht's los. Und darum am Dienstag, weil den Montag ich noch habe, alles, was viel zusammen. Das ist jetzt aber auch richtig schön bewusst, ne? Ja, so. Was für ein Scheiß liegt da eigentlich? Du, ich glaube aber, das wird gut. Was hast du da, Matthias? Bratkartoffeln. Die halten sich länger und irgendwann muss man ja auch noch was Warmes essen. Hoffe ich. Gott. Meine Hauptnahrungsquelle. Riegel. Ja, ich muss nur überleben, Digga. Proteinriegel oder? Kohlenhydratriegel Okay. und ein paar Proteinriegel, ja. Ist überlebenswichtig. Ich muss nur überleben. Okay. Ist doch egal wie. Okay, ja, nee, verstehe. Digga, und die sind leicht, nährreich. Ja, genauso wie die Bratkartoffeln. Ne?
Hallo, ich will auch mal was Warmes essen. Okay, ist gut. Ich dachte, du willst Fisch fangen. Ja, auch. Okay. Ach ja, auch. Ja, ich weiß ja nicht, wie erfolgreich ich bin. Und deine Waffen sind jetzt für die Wildschweine und Rehe, oder? Weiß ich nicht. Okay, gut. Willst du uns deine Waffen mal zeigen, Matthias? Nein, ich bin noch nicht so weit. Okay, schade. Oh Mann, Alter, ich habe mit ganz anderen Sachen erstmal zu tun. Ich glaube, mit Tüte ist ganz gut, ne? Aber komplett weißes Laken das. Das ist hart, Alter. Das wird richtig hart. Dann machst du jetzt Gedanken zu. Ja. Ey. Ja, war ja vorher nicht präsent, ne? War ja noch viel anderes davor. Aber ich sag mal so, dir kann nichts passieren. Ja, für die Sicherheit, ne? Immerhin hast du einen Zündenstab dabei. Und mein Englisch, Sehr gut. also gesagt, ich lerne Englisch unterwegs. Fängst du dann jetzt erst an? Ne, du kannst schon ein bisschen, ne? Kannst du was auf Englisch sagen? Nee, mein Englisch ist very good. Sag doch mal, mein Name ist Matthias. Mein Name ist Wieso denn, Alter? Die können eh kein Englisch im Matthias. Ostblock. Die sprechen ihre Sprache und ich muss mich mit Hand und Fuß verständigen. Kannst du trotzdem mal sagen? Schlafsack drin, 10 Grad Celsius. Mein Poncho, den ich auch als Schlafsack verwenden kann, stecke ich den zusammen und damit sollte das mit den tiefen Temperaturen passen. Beischlaf? Naja, bisschen Luxus, Alter, muss auch sein. Du hast Beischlaf auf deiner Reise? Beischlaf? Beim Schlafen. Beischlaf. Beim Schlafen. Erzähl doch mal, was du da um deinen Hals trägst. Achso, habe ich geschenkt bekommen von einem Freund. Das ist Rostock mit den genauen Koordinaten für Rostock. Damit ich auch weiß, wo ich herkomme. Fand ich geil. Haben sich deine Freunde verabschiedet von dir? Ja, gebührend. Ordnungsgemäß? Ordnungsgemäß, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, willst du sagen, so im Ernst, ne? Corona-konform? Nicole, du musst mir was sagen. Hier gibt es überall Parkplätze und vom Haus wird nicht geparkt. Das kannst du ins Video reinhauen. Ja, weiter im Text. Es ist doch nicht mehr viel. Salz und Pfeffer. Brauche ich das überhaupt, frage ich mich. Natürlich, wenn du dein Schwein erlegt hast, willst du es ja wohl salzen und pfeffern. Schreibt in die Kommentare, Schwein mit Salz, Schwein ohne Salz. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Das liegt noch bei meiner Mutter. Da liegt's gut. Ja, so Und warm. Und dann habe ich noch Wasserfilter so. Dafür muss ich mir das Video nachher noch angucken, wie das funktioniert. Zur Wasseraufbereitung. Dass ich mein Wasser immer selber aufbereite, weil ich am Bach lang fahren will. Wald- und Wiesental mit meinem Bike. Und dann ganz entspannt nach Kroatien. Hops gehst, weil du Falls irgendwas passiert bakterisiertes oder so, Wasser trinkst. ich weiß ja auch nicht, wo ich lang fahre oder was davor beikommt, habe ich auch ein Messer mit. Ja, das führe ich aber nur bei mir und nur wenn ich in der Natur ein bisschen weiter weg bin, würde ich das aus Sicherheitsgründen. Matthias führt keine illegalen Waffen. Nein, illegal ist es nicht. Ich darf es nur nicht in der Öffentlichkeit sichtbar mit mir führen, sondern lege das in der Tasche. Wir zeigen es jetzt nur auf YouTube. Also, Achso, okay. Ja gut, dann habe ich das andere Messer noch und die Wasserfilterung. Dann habe ich noch einen Gaskocher. Ich will das zwar mit Holz und so, also die naturgegebenen Materialien nutzen, wenn aber Wind und Wetter ist, habe ich noch einen guten Gaskocher dabei, dass ich auch so mir noch irgendwas warm machen könnte. Auf jeden Fall. Das mit den Nahrungsmitteln muss ich mir, glaube ich, noch mal gut überlegen. Ganz so habe ich mir das nicht vorgestellt, wie schwer das nachher ist. Ich glaube, da werde ich noch mal einen Großteil aussortieren. Aber ja, Müsli würde ich noch gerne mitnehmen. Für einen Ernstfall. für die Körners, für die Körners. Ja, Wasser, Honig. Müsli, Mischung, das sollte passen. Lass doch die Milch hier und trink dein Müsli mit Wasser. Das ist doch. Das wird es auch werden. Ich weiß nicht, was. Yay, das war doch wenigstens. Ich wollte. Ja, aber es funktioniert nicht. So. Dann noch ein bisschen Sekundenkleber, falls mein Bike auseinanderfällt. Das hält. Aber das kannst du auch hier lassen, falls dein Fahrrad kaputt geht. Ich glaube, so ein gekauter Kaugummi sollte das Ganze auch. Darum.
Halten. Einfach geil billig. Nein, will ich nicht, aber geil. Panzertape, falls noch irgendwas kaputt geht. Handschuhe. Paracord. Karabiners. Sicherheits. Für den Ernstfall noch mal was. Zur Sicherheit, für die Wärme. Essen, trinken, muss ich noch mal gucken, dass ich da auch was Warmes habe. Feuerstein fürs Feuer. Kannst du es mal vormachen? Nee, noch nicht. Nicht in der Wohnung. Das Wichtigste zuerst, ne? Oh Gott, bitte. Ja, das passt perfekt. Sicher, trocken, bestens. In Polen gibt es keine Tiere. Oh, gibt keine Tiere, ne? Doch, genug. Da gibt's genug. Da gibt es keine Tiere außer Matthias Kaiser. Ja, hast du mich schon mal in der Natur gesehen? Nee, ich werde hier bald. Ja, genau, Matthias, weil du das. Matthias? Ja. Zahnpasta. Ich glaube, diese Klamotten, die gebe ich lose mit, die in Kroatien treffe. Dann muss der meine Sommersachen mitnehmen. Willst du joggen gehen? Ja, ein bisschen Dann brauchst du eine Sport, Jogginghose. so weißt. Sport. Ich will ja noch ein bisschen Gymnastik und so machen. Aerobic. Aerobic? Nee, ja, weiß ich nicht. Nee. Und dann passt Das nimmst du von mir mit? Weisheit. Weisheit? Mit? Was ist das für Pisse? Ich überlege gerade, wie ich das jetzt zu Ende bringe, dass das auch alles mit Sinn und Verstand ist. Da würde ich sagen, fang gar nicht erst an. Nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Du musst aber unterscheiden können, ob Giraffe oder Fuchs. Schön dick. Schön dicht. Ich denke, Spritze? hilft ja alles nichts, ne? Muss ich ja essen. Irgendwas muss man ja essen. Zum Beispiel diese Zitrone. Ey, ich will nicht nur Wasser trinken, ich will wenn Wasser mit Zitrone trinken. Bisschen Live-Standard halten, ne? Ich hab bestimmt auch keinen Bock auf diese ganze Schokolade am Ende. Was ist da drin? Mein Grill ist da drin. Zusammen mit dem. Brauchst du noch Gouda? Ja. Käse brauche ich. Hast du noch Käse? Sauber. Kann ich den da drinnen lassen oder soll ich den so rausnehmen? Ich hätte ihn gar nicht erst eingepackt. Also ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Aber gut. Das. Ein bisschen Schinken. Was genau hast du vor? Ich weiß es nicht. Doch, das ist alles mit System. 4-5 Tage gedacht. Tatsächlich. Sieht man, dass wir es einfach für mich gemacht haben. Es wird ernst, Matthias. So. Deine letzte Wurst, die du gepackt hast. Ab jetzt wird's ernst. Mal gucken, ob alles dabei ist. Ja, ist dabei. Hier
sind wie immer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Leben am Limit. Hansa-Aufkleber immer dabei. Ja, hier kann man besser gucken. Das sind die ominösen Bäume. Unten schwarz, oben hell. Man nennt sie Black and White. Da ist Ralf. Ralf und Jules. Eineiige Zwillinge. Und da ist Matthias, der kleine Hase. Und da fahren wir schon wieder zu langsam. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Für meine Freunde nur das Beste. Ja. Ui, oh ja. Schönes Ding. So sieht das aus. Na, dann kostet mal gleich mal ein. Prost, Kameraden. Prost, Kameraden. Wollen einen heben. Hier, wenn wir jetzt probieren. Ja, einmal probieren ist immer mit drin. Wir machen Zwischenmeldung. Oder ist, wenn die Flasche leer ist. Ahu. Aber ich finde, du machst immer so eine gute Figur dabei. Und jetzt startet das Video hier, unser Podcast. So habe ich mir das vorgestellt. Kaisers Reisen. Oh, hast du dir das vorgestellt? Ja, gutes Wetter, gute Laune, Freunde, nur das Beste vom Besten. Endlich mal ein bisschen Sonne. Spaß! Jawohl! Spaß! Die Jungs sind sauber, sind noch sauber. Er wird radiert. Gelöscht. Und radiert. Ja. Wir weißen alles. Nee. Heiratmäßig im Gelände. Achso. Jetzt sind wir besser aufgestellt. Wir wollen Modder machen. Richtig schön Modder. Ja. Deine Haare. Welche denn? Ist doch nichts mehr da! Guck mal, das war eins gerade mit den Bäumen so. Alle weggenommen! Ich frage mich ja schon die ganze Zeit, woraus die Bäume bestehen? Nee, die Bäume, die runden Dinge, die da Dass draußen aus Papier gemacht wird? Ich kenne nur Pergament, ja? Papyrus. Ja. Matthias, wie fühlst du dich? Ey, ganz geil, ohne Scheiß. 10 Jahre drauf gewartet und endlich ist es Wenn ihr soweit. wüsstet, dass er noch vor 2 Stunden krank war, ne? Ich hatte auch noch nicht zum Essen, Alter. Fieber, Jungs, wollen wir nicht zurückfahren? Wie ist das, Theo? Kannst du auch Donnerstag? Ich muss das jetzt hier abbrechen. Es geht nicht, Freunde. Meine Person wird gefragt. Da könnt ihr mal ein polnisches Schild sehen. Da ist ein polnischer Mensch drin, vielleicht. Ja. Hier ist ein polnischer Bierhalter. Das ist ein polnischer Biertrinker. Hier ist ein polnischer Biertrinker. Ich will im trockenen Start und nicht im nassen, Alter. Und jetzt kommt der Regen zur Matze. Juhu! Und so wollen wir es gerne die ganze Nacht haben. Ja. Ab jetzt durchgängig. Achso, hier haben wir nochmal einen Slotty, falls einer das nicht kennt. Matze sagt gar nichts mehr. Er will nicht im Regen fahren. Nein, wird noch besser. Nee, guck mal nach vorne, ist raus auf. Achso, ja, ich soll. Oh. Ich habe Erfahrung damit. Ja, ich habe einiges verpasst jetzt. Viel Verkehr hier. Ja. Nicht nur Puff. Wenn der Beat nicht mehr läuft, dann Schlag, Sound. Das ist 90er Rap aus Berlin und The Bronx. Mach mal lieber wieder Sound wie Fortuna. Fick deine Mutter, ich bin Jabba der Hand. Wenn der Beat nicht mehr läuft, dann Schlag.
Beifahrer, ich sitze nur daneben. Ja, nicht nur Scheiß VW. Ich sag's dir, das ist Dreck. die glauben, wir sind in Polen, Alter, wenn die wüssten. Sag mal was zum Automaten, Theo. Scheiß auf den Button, Alter. Oh, der fällt. Wagenmäßig. Oh. Also langsam wird's schlimm hier. Deswegen. Was hast du gesagt? War nicht so schnell. Du kannst dich genau jetzt verteidigen. Braucht er auch nicht. Braucht er nicht. Ich mir die ganze Zeit schon. Also, das sind die Verhältnisse wie auf dem Nestkampf zu Hause. Wow, wow. Moin. Podcast Last. Chico, Licho. Wo sind wir? Wer kann es aussprechen? Tiefsten Punkt. Wer das vorlesen kann, kriegt einen Fünfer. Aber die Häuser sind gar nicht so schlecht. So beschissen wie die Straßen sind, so schön sind die Häuser. Guck mal hier rechts zum Beispiel. Oh, guck dir es an, das Baumhaus war so groß. Guck mal hier mitten im Nichts. Ja, Also, kein Wasser, kann man mal machen. aber eine Garage. Zwar keine Kennzeichen an den Autos, aber Leben. Ja. Guck mal hier zum Beispiel. Also, du kannst sagen, was du willst. Am Arsch der Welt sind keine hässlichen Häuser. Also, Theo, die haben einen Pool, wir brauchen einen Pool. guck mal hier. Also, da ist alles am Schwein. Oh, da geht's geradeaus weiter, habe ich gesehen. Eben doch. So. Guck mal hier, das wird noch werden. Oh, das ist ein X, das heißt, hier sind wir richtig. Schönes Dach hat er schon mal. Wahrscheinlich die Fassade hat er sich nicht mehr leisten können. Wie sah es anders aus? Auch Hühner sind hier schwer zu bekommen. Nee, ich glaube in Polen nicht. Also Fetti? Das ist nirgendwo, ne? Wir sind jetzt schon nirgendwo und nirgendwo, aber wir fahren jetzt in diese Stadt hinein, die ein bisschen Hinter der Stadt irgendwo. hinter der Stadt, aber dann ist dunkel, das weißt du. Oh, wow, wow, wow. Guck mal bitte auf die... Gut, dass ich es aufgenommen habe. Das war genau richtig. Hinter der Stadt raus. Weil da ist ein Fluss und ich will hinter dem Digga, Fluss aber dann raus. ist es dunkel, Ich hab okay? mir das schon... Okay, aber es ist dunkel, mehr will ich nicht von dir. Das ist doch kein Problem. Okay. Kein Problem? Ja, dann gehen wir vorher noch Bier holen, okay? Ja, macht doch, was ihr wollt. Da in der Stadt. Ich kann auch mein Lager im Dunkeln aufbauen, ich bin trainiert. Okay. Ich bin trainiert, gefällt mir. Vorbereitet. Das haben wir auch jetzt nochmal aufgenommen. Was bist du? Trainiert. Hat er es nicht süß gesagt? Er hat es süß gesagt. Das ist der Fahrer gewesen. Guck mal, hier sollte mal Schloss werden, hat aber nicht für den Rest gereicht. Das ist ein Friedhof, Digga, was? Auf die Fall ist eigentlich Das, worauf es ankommt. Auf alte Götter und auf neue Ziele, auf den ganz normalen Wahnsinn. Ach, jetzt weiß ich endlich, wie schnell ich fahre. Das nennt man Selbsterkenntnis. Ich lasse es an, ja. Alles gut. Und immer 3 Promille. Ich verteile Lösung. Auf gute Freunde. Verlorene Liebe. Und auf ein neues Jahr. Auf, Junge. Ist das dein Ort? Das ist dein Ort, ne? Das ist der Ort, ja. Viel Spaß. Marker. Da wollte er hin. Da kennt er keinen. Hier gibt noch nicht mal irgendwas Europäisches Eingedeutschtes oder. Der Fahrer braucht Sprit. Und jetzt mal mit Spaß! Wie auch alle ihre Fickers hierher bauen, ne? Als wenn sie
Und noch nicht ausgebaut. Wir suchen noch auf andere. Oh mein Gott. Aber Salut. Genau das, was du jetzt gerade siehst, dieses Nichts. In all der Einträchtigkeit. Ja, aber sie sind gut ist genau das, ausgebaute. was ich will. Ist mir, was ich immer mir gewünscht habe, Alter. Halt deine Fresse, Alter. Scheiße. Wieso denn? Ja, okay. Wieso soll ich mir all Geradeaus, diese links, Kackstädte geradeaus, angucken? links, geradeaus, Geradeaus. Links, da ist ein Einkaufsladen. Ich merke das. Ich will doch keinen Einkaufsladen. Ich aber, weil ich Bier brauche. Ja, wir. Scheiße, wieder nur eine Tanke. Wieso haben die nichts außer Tanken? Nichts lang. Machst du doch gleich. Ich will doch den Frühling mir angucken, wie der Frühling wirklich ist. Matze fährt Nicht gleich. von irgendeiner scheiß Stadt angelegt. Fetti, wir haben kein Bier mehr. Wir haben kein Bier mehr, ich brauch Bier. Scheiß Alkoholiker ist. Das Wieso leidest du so? Abstinent. Ja, fuck. Das ist hier eigentlich mit Musik. Bauerntrampeln in der ersten Reihe. Was sagen die Dorfkrüge von hinten? Du hast da. Vivomarkt. Hab ich dir auch gleich gesagt, das ist ein Einkaufsladen. Jetzt breche ich das Video ab. Der erste Kreisverkehr. Du willst mich im Wald absetzen, setz mich auch im Wald ab. Ich bin zu hart, Alter. Ich weiß. Du weißt doch gar nicht, was dir gerade tut, ne? Hey, ich hab mir Mut angetrunken, ich schaff's aus. Und ich weiß jetzt schon, wer das alles aufbauen darf. Danke. Hier ist halt links, pass auf. Hier links, pass auf, hier links kommt gleich. Da links, hier links. Da. Fahr nicht aufs Grundstück rauf, wenn er. Allrad, ja! Digga, ich hab den Scheiß mit dem Kasten aufgeschoben. Egal, Allrad, Mann. Du brauchst schon die ganze Fahrteraufgabe. So, jetzt ist sie erledigt. Ja, endlich kommt der Allrad! Wahrscheinlich nochmal Jetzt wirkt das Fernlicht auch. Mach das mal aus. Das Video ist genauso günstig wie von Paranormal Activity. Links? Geradeaus bei der. Oh, nicht links? Guck doch mal, wo der Wald ist. Endlich. Oh, hier ist alles trocken, das macht keinen Spaß. Echt? Ja, hab ich doch gesagt, hier regnet's nicht. Scheiße, festgefahren. Oh, ich glaube, ich muss nochmal neu starten. Oh. Theo, bist du abgesoffen? Ja, Ja, aber Brauchst du Zündung? das ist eigentlich, wenn man gar nichts kann. Es dauert noch ein bisschen, bis wir da sind, wo wir hin wollen. Wir machen gerade Kornkreise, dass das jeder begreift. Das reicht mir schon. Wir haben kein Fernlicht an. kriegst du noch nicht hin, Alter. Warte mal. Jungs, guckt euch das alle an. Rechts, wir müssen rechts rum. Ja, ich muss nach vorne gucken. Das geht sonst nicht. Also Jules ist ein Flaschenpaul bei uns im Auto. Wir haben Erinnerungen aus Rostock mitgenommen. Scheiße, jetzt richtig Kupplung. Bei dir geradeaus, Diggi. Bist du sicher, dass es die Kupplung ist? Knapp, ne? Halt knapp. Stinkt das so heftig toll, Alter. Das stinkt
Theo ist der Jäger ohne Waffe halt. Da stinkt das hier. Scheiße! Der Tobi. Komisch. Das muss es sein. Er stinkt hier richtig verkugeln. Oh, der Theo sein. Habt ihr gesehen, was Allrad macht? Ja. Geradeaus! Oh, es stinkt hier aber doll. Wie riecht das? Alter. Gott sei Dank kostet nur ein Fuffi, Alter. Weiter geradeaus! Geradeaus? Das ist Asbest, Mann. Halt an. Können wir mal kurz hier stehen bleiben, Theo? Ich hab gesehen, mir wurde, Ja. Bleib jetzt hier stehen. Kurz mal ja, stehen. mir wurde gesagt, ich will im Wald Das aus. ist Wir Asbest. sind ja schon im Wald. Wir haben die Das ist das Ende vom Regenbogen. Können wir mal ganz Asbest. kurz stehen bleiben und einfach, ich will den Kasten Bier von meinem Fuß runtergehen. Nee, auf keinen Fall. Fahr weiter. Fahr weiter. Lasst euch alle rechts. Links! Geradeaus erstmal! Oh, rechts ist das, der dunkle Weg. Wollte ich nur mal meine Community zeigen. Theo, sobald Geradeaus! wir raus sind, wirst du eine angelangt. Hier links! Links! Ja! Der Geruch, Alter, von der scheiß Kupplung gesagt. Was stinkt hier? Greif vom Gummi, Kätzen, alles. Tobi von der Reif? Ja, aber auch Kätzbelege. Mal billige Reifen, da steht das. Wir bleiben jetzt kurz stehen. Bitte. Willst du noch was dazu Bitte. sagen? Ich möchte kurz eine Pause machen. Ja? Ja. Du musst da vorne rechts. Aber da ist ein Reifen, so wollen wir den mitnehmen? Nee, wir müssen weiter, oder nicht? Nee, zurück. Hier, oder? Ja, hier! Hier fahr ich mit, hier fahr ich mit. Wir sind auf Kommando, Digga! Der einzige Grund, warum wir hierher gefahren sind, ist, wir suchen Zauberpilze. Fahr geradeaus. Immer weiter geradeaus, die Führung ist richtig. Ja, mein Menschenverstand sagt mir jetzt, aber wenn ich da durchfahre. Guck mal, guck dir mal die Wellen an. Digga, wenn ich da jetzt durchfahre, fahren wir uns fest. Wir fahren uns fest. Hab ich keinen Bock drauf. Das glaube ich ist echt. Hab ich echt keinen Bock drauf. Ja, fahr ich hier mit Fahrrad weiter. Ja, aber hier ist Ja. also, tut mir leid, aber Musst schaffen du wir mich nicht. hier rauswerfen? Langer Radstand, geht nicht. Dann musst du mich hier rauswerfen. Geht nicht. Du musst mich hier rauswerfen. Dann checken wir jetzt. Tut mir mal, leid, wir können es gerne versuchen, aber dann kommen wir nicht mehr raus. Ich hab keinen Bock hier, weil, nee. Ich hab keinen Bock auf. Fickt euch. 22 Uhr in Dann mach ich Polen. jetzt hier mein Habt mein ihr gehört? Fahrrad fest. Fickt euch. Es ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Das Licht ist aus. Scheiße wieder an. Dann geht's hier für mich alleine weiter, Digga. Absolute Offroad-Session mit Theo. Ja, also herzlich willkommen bei Matthias seinem Platz. Es ist nicht das Auto. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Damit würde ich sagen, Theo, du bist gut gefahren. Nee, weiß ich nicht. Besser. Schön. Nee, schön bin ich. Danke. Das ist die Tasche 1. Ja, ein bisschen, ne? Du machst was 25 Mach 25, damit Kilogramm. du begeistert bist. Die andere Tasche. So an sich. 20 Gramm. Du hast doch aufgedrückt, oder was? Hab ich doch gesehen. Mein Rucksack. Stell dich mal mit drauf. Ich will wissen, wie schwer du bist. Boah, ich hab Fett angefressen, Alter. Das funktioniert nicht so einfach. Ich schäme mich vor die Du bist ja wie eine Kamera. Biene halt so. Du. Matze, wo wohnst du? Rostock. 30 Kilogramm. Bis 2020 macht. 25, 45, Kilo. 75 Kilogramm. Ja, hast du noch einen Typ dabei, oder? Ja, die hier. Und die kommt auch noch? Ein 10? 5. 10? Also das ist jetzt der neue Podcast ohne Matze. Aber diesmal Diesmal wird's spannend. Offroad. Diesmal ist es Inside Polen. Ja. World. Also Mehr geht nicht. die Kräuterhexe konnte uns nicht helfen, aber Der Pole. der Holzfäller. Water.
Jeszcze wodę. Du musst leuchten. Du musst leuchten. Ich filme. Das ist ja auch nicht. Gut, ja. Unser Retter. You're our hero. You are Superman for us. To prowadźcie, ja za wami Yes, będę jechał. come. Yeah. Okej. No, okej. Ja, okej. Scheiße. Wird auch nicht gut. Ne. Leben müssen da hoch. Was Alkohol so alles bewirken So, kann. was haltet ihr von Offroad? Fick dich, Alter. Also, das war mein polnischer Kumpel, den habe ich angerufen. So, wo geht's jetzt lang? Links lang oder? Ja, wo wir uns festfahren, ne? Fick dich. Hier sind wir richtig, ja? Weiß ich nicht. Aber er hat nämlich sein Licht ausgemacht. Ja, da vorne ist die Straße. Also, Ich glaube, wir haben es geschafft. wir haben es geschafft. Wir sind matzelos und haben uns freigekämpft.